Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Asus VivoBook 15X und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer oder Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite, und zwar genau hier. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass man für das Display, was hier auch kaputt ist, eigentlich nur den Frontrahmen lösen muss. Hier ist es aber so, dass diese Schiene im Weg ist. Das heißt, man muss die komplette Einheit abbauen, die Schiene zur Seite raus machen und kommt dann an den Frontrahmen ran und kann so das Display tauschen. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man hier allerdings einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben rausnehmen. Und hier ist es so, das sind ganz normale Kreuzschrauben. Allerdings sind die vorderen 4 etwas kürzer als der Rest. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Und ja, also ich nutze jetzt hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Da ist alles dabei, was man so braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen Aufsätzen. Habe ich mir jetzt hier alles schon mal zurechtgelegt. Und in dem Fall nehmen wir für die Kreuzschrauben ganz einfach ein pH0. Und wenn man alle Schrauben gelöst hat, dann kann man beginnen die Unterseite, habe ich jetzt hier schon gemacht, ne? Die Unterseite vom Gerät zu trennen, und zwar läuft die hier auf der Rückseite entlang und auch hier einmal um das Gerät, und dafür benutze ich jetzt einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und ich weiß nicht, ob man hier da so gut reinkommt. Ich würde da jetzt mal auf der Vorderseite versuchen. Man versucht dann im Grunde genommen einfach zwischen Gerät und Unterseite zu kommen und das dann nach oben hin aufzuhebeln. Und ja, ich sag mal, wenn das Gerät noch nie geöffnet wurde, dann ist das meist ein bisschen schwieriger. Und je nachdem, es kann auch sein, dass man an einer Seite besser drankommt als auf einer anderen. In dem Fall hat das jetzt auf der Vorderseite eigentlich ganz gut geklappt. Und dann hebelt man die Unterseite nach oben hin auf. Ich fasse dann auch meistens schon mit einem Finger hier dazwischen, und das kann zwischendurch laut knacken, aber auch das ist völlig normal. Das ist, wenn die Einraststellen sich lösen. Und in dem Fall ging das jetzt echt sehr einfach. Das hängt jetzt nur noch hier hinten mit ein bisschen Rütteln und Wackeln. Sollte das mal schwerer gehen, im Grunde genommen arbeitet man sich dann einfach mit der gleichen Technik weiter. Also man geht dann auch hier dazwischen und hebelt das da auf, bis man dann irgendwann die Unterseite einfach abnehmen kann. Wie gesagt, da kann man auch so ein bisschen wippen und rütteln, und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres am Gerät machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und hier ist es so, das Kabel läuft hier lang, und das funktioniert in dem Fall über so eine kleine Brücke, die man hier sehen kann. Das heißt, die schiebt man zuerst nach oben oder nach hinten, je nachdem, und dann kann man das Kabel nach oben hin einfach abziehen, und ja, ist so eben auf der sicheren Seite. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen hier den RAM-Slot.
Da ist zusätzlich aber auch noch RAM aufgelötet. Also es kann sogar sein, dass hier gar kein RAM-Riegel belegt ist. Hier sehen wir die SSD. Da ist das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Hier ist der Lüfter und der Heatsink. Ja, und hier sieht man eben auch die Schrauben vom Scharnier. Die muss man alle rausnehmen. Auch alle Kabel, die hier vom Display aus langlaufen, müssen raus. Und so kommt man dann eben an die Einheit und die Schiene ran und kann das so auch tauschen. Um den Akku auszubauen, braucht man nur die Schrauben, die hier drum herum laufen, rauszunehmen. Und sobald man die gelöst hat, kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und so eben auch tauschen. Und man sieht hier, dass das Akkukabel am Akku selber festgesteckt ist. Und das kann man einfach rausziehen. Und jetzt bin ich nicht sicher, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ein neuer Akku einfach ohne das Kabel geliefert wird. Das heißt, ich würde das einfach zur Sicherheit, wenn man den Akku tauschen will, das Kabel auf jeden Fall rausziehen und zur Sicherheit da behalten. Und dann kann man das bei dem neuen Akku hier wieder einstecken und so dann eben wieder einbauen. Direkt unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Wie gesagt, das lässt sich auch einzeln tauschen. Und da ist es so, das wird hier von diesen 3 Schrauben gehalten. Und dann gibt es hier unter dem Klebeband ist quasi das Kabel zum Mainboard. Genau. Also auch hier dieses Klebeband hier drüben muss man abmachen. Das läuft unten drunter durch. Nee, auch das muss man hier anscheinend abmachen. Das läuft hier lang, alles klar. Und da ist es so, die beiden Kabel sind jeweils mit einem Kippschalter verbunden. Das heißt, den klappt man zuerst nach oben, in die Richtung jetzt in dem Fall. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Und es ist hier drüben genau das gleiche Prinzip. Es wird erst nach oben geklappt. Und genau, dann kann man das Touchpad ausbauen. Beim Wiederverbinden ist es so, auch da einfach hier schauen, dass die Kabel wieder richtig drin sitzen. So, zuklappen. Und auch das hier. Genau, bis ganz nach hinten rein. Zuklappen. Und ja, also auch das wäre jetzt kein Hexenwerk. Ja, der RAM-Tausch ist eigentlich wie bei allen Geräten super einfach oder auch Einbau. Der wird nur von den beiden silbernen Klammern hier drüben gehalten. Sobald man die raus hat, kann man den RAM eben rausnehmen. Der passt auch nur in eine Richtung hier rein. Und genauso funktioniert auch der Einbau. Der kommt zurück in den Slot. Das Ganze an den Anschlag wird nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Und ja, genauso einfach ist eigentlich auch die SSD. Die wird nur von dieser einen Schraube hier gehalten. Und dann kann man die SSD auch hier nach hinten aus dem Slot ziehen. Und das ist das gleiche Prinzip, die passt nur in eine Richtung überhaupt hier rein. Das heißt, zurück in den Slot, ein bisschen nach unten drücken und dann wieder verschrauben. Den Lüfter kann man bei diesem Modell auch einzeln tauschen. Und je nachdem, wie friemelig das hier mit den WLAN-Kabeln ist, die um den Lüfter herumlaufen, ist es vielleicht auch sinnvoller, die SSD hier auszubauen. Ich mache das jetzt auch mal geschwind. Dann hat man hier ein bisschen mehr Platz. Und dann sieht man hier drüben eine Schraube und hier eine Schraube. Ob man das abschrauben muss, weiß ich nicht genau. Das werden wir jetzt wahrscheinlich gleich sehen. Zweite. Und dann gucken wir mal. Danach sollte man den Lüfter nämlich einfach nach oben hin rausnehmen können. Und es sieht so aus, als würde der da drunter liegen. Das heißt, wir nehmen die beiden hier auch mal raus. So. Naja, das ist auch hier drunter geschoben. Okay. Naja. So, das heißt, auf jeden Fall müsste man jetzt hier die Kabel rausfriemeln.
Die springen dann im Normalfall auch vom WLAN-Modul ab. Das ist aber echt kein Ding. Ich zeige euch da gleich, wie einfach das auch wieder drauf geht, wenn die hier sich mal lösen. Das ist also nicht schlimm. So, nach unten. Also das heißt, die hier nehmen wir jetzt auch mal raus. Auch die lege ich mir wiederum getrennt hin, weil die ist definitiv anders. Und dann kann man das hier so ein bisschen hochheben und dann kommt man an das hier dran. Und dann sollte man den Lüfter hier unten... Ach Gottchen, der ist da auch noch mal verschraubt. Ja, fantastisch. So, ich würde das auch nicht zu weit nach oben machen. So, jetzt kommt man da dran. Sehr schön. Gut Ding will Weile haben. Genau, und dann haben wir hier noch das Lüfterkabel natürlich. Das kann man nach hinten hin einfach rausziehen. Ich ziehe da nicht so gern an den Kabeln. Ich fasse das direkt am Stecker. Genau so. Und dann kann man den Lüfter so eben tauschen. Und ja, man sieht hier auf der einen Seite kann man bei dem Stecker Kontakte sehen. Die zeigen in dem Fall nach unten beim Wiederverbinden. Und ja, ich würde das jetzt auch in dem Fall tatsächlich so rum machen, dass man den erst wieder einsteckt. Dann vergisst man das nämlich auch am Ende nicht. Das ist nämlich echt nicht so prickelnd. Muss man alles nochmal neu aufbauen. Genau, und dann schiebt man den eben, wie man das vorhin gesehen hat, hier drunter, bis der hier auf diese Schraube hier drauf fällt. Also da sitzt er dann direkt auf den Gewinden und ja, sitzt da quasi schon sicher. Also das muss man auf jeden Fall auch aufmachen. Auch das kommt wieder hier drunter. Da definitiv auch schauen, dass man das einfach nicht zu arg nach oben hebelt. Aber genau, und das ist genau das gleiche Prinzip. Sitzt hier auch direkt top wieder auf den Schrauben drauf. Also überhaupt kein Problem. Und ich mache jetzt erst die Schraube hier wieder fest. Das war nämlich die kurze Schraube. Und damit das dann beim Kabel einfädeln nicht alles sich wieder anhebt und verbiegt, schraube ich das jetzt hier erstmal alles wieder fest. Genau, und dann muss man eben einfach hier so ein bisschen mit Geduld die ganzen Kabel hier wieder rein in die Führung reinfriemeln. So, und dann, wie gesagt, wenn das hier mal rausspringt, dann kann man das, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, aber das sind ja tatsächlich nur so kleine Druckknöpfe. Ist auch für das weiße und das schwarze Kabel eine Markierung drauf. Und dann muss man das im Grunde genommen nur noch, auch das ist ein bisschen fummelig, vor allem mit einer Kamera oben drauf. Und dann muss man den wirklich nur noch von oben auf den Druckknopf und dann wird das hier unten fest. Genau, man spürt auch, wie das tatsächlich reinploppt in dem Sinne und ja, genau, so, das war der Lüftertausch und wie gesagt, also ein bisschen Schrauberei, aber ansonsten auch ziemlich problemlos. So, den Akku legt man jetzt einfach wieder auf die Gewinde drauf. Der wird hier so ein bisschen eingehakt und sobald er da an diesen beiden Stellen hier eingehakt ist, fällt er auch automatisch auf die richtige Position. Muss dann nur wieder verschraubt werden. Ja, und am Ende, genau wie bei dem Lüfter, nicht vergessen, das Kabel wieder zu verbinden. Die Brücke nach oben. Dann wird er einfach von oben hier wieder drauf gesteckt. Und dann zieht man die Brücke hier über den Stecker drüber. Und ja, kann die Unterseite wieder verbinden. Ja, und die legt man jetzt einfach wieder von oben auf das Gerät. Und drückt die nach unten fest. Da kann man auch feste drücken, auch in der Mitte. Das sind überall Einraststellen. Ich gehe am Ende auch immer noch so einmal um das Gerät herum und schaue, dass hier wirklich keine Lücke mehr zu sehen ist, dass alles geschlossen ist. So wie jetzt hier oben, da war noch eine kleine Öffnung zu sehen. Und ja, dann muss man nur noch alles wieder verschrauben und ist ratzfatz damit durch. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.